Heutzutage ist das Wichtigste digital. Online-Banking, Social Media oder unsere Gesundheitsdaten, um nur ein paar zu nennen. Und meist ist es für Hacker wirklich viel zu einfach, auf diese Konten zuzugreifen, die Informationen zu stehlen, uns zu erpressen oder einfach direkt abzuziehen. Doch am Horizont zieht ein Retter in der Not auf. Er ist zwar schon alt, aber noch immer trägt er seine strahlende Rüstung. Sein Name ist Zwei-Faktor-Authentifikation. Spitzname 2FA. In diesem Video erkläre ich, was Zwei-Faktor-Authentifizierung ist, wie sie funktioniert und warum sie für den Schutz unserer Online-Konten so unfassbar wichtig ist. Außerdem vergleichen wir verschiedene 2FA-Methoden. Also fangen wir an. Na, habt ihr vor kurzem auch eine SMS bekommen mit "Hallo Mama, Papa, ich habe das Handy verloren. Das ist meine neue Nummer." Das, meine Leute, ist Phishing. No shit, Sherlock. Mama und Papa werden gleichzeitig angesprochen. Kind war wieder zu dumm, um die SIM-Karte zu wechseln und, Moment mal, ich habe gar kein Kind. Solche Nachrichten sind billig und vermutlich kriegt ihr die wie ich etwa 30 Mal am Tag. Das durchschauen die allermeisten. Manche aber leider nicht, aber die schauen auch nicht meine Videos oder überhaupt YouTube. Ihr, meine Lieben, bekommt dann eher sowas. Ich zitiere mal kurz aus meinen Mails. Sehr geehrter Herr Mössner, ich habe Ihr Profil auf LinkedIn gefunden. Dort geben Sie an, ein Freelancer für Cybersecurity zu sein. Ich leite für die Firma XY, hier rausgeschnitten, die Cybersecurity Abteilung. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich mit mir auf LinkedIn vernetzen würden. Darunter war ein Link zu LinkedIn und dieser Link ging auf eine Seite, die exakt so aussah wie das echte LinkedIn, aber zu einer fremden Seite ging. So etwas bekomme ich nicht so häufig, aber auch hier sieht das geschulte Auge, dass der Link natürlich bösartig ist. Doch das ist schon ein bisschen tricky, denn genau so einen Text erwarte ich ja in meinen Mails. Das nennt sich Spear-Phishing und ist keine Rundmail, die alle Abonnenten der Hacker bekommen, sondern die wirklich genau auf euch abzielt. Ich habe da schon tolle Beispiele gehört. Notfall-Mails vom Chef, Abwesenheitsmails von Kollegen, wichtige Benachrichtigungen über die exakte Tätigkeit, die zuvor ausgespäht wurde oder Hobbys, die abgefangen wurden. Solche Mails sind richtig Arbeit, aber genau diese Mails sind in über 80% der Zeit verantwortlich dafür, dass ein Hack überhaupt stattfinden kann. In Unternehmen sind genau solche Mails wahnsinnig gefährlich, wie ihr wisst, und deswegen suchen Unternehmen händeringend nach euch. Deswegen habe ich heute Get in IT für euch dabei. Get in IT veranstaltet regelmäßig Jobmessen online. Am 26.01. beispielsweise für Software Development und etwas später für IT Security. Mehr Infos gibt's am Ende des Videos mit dem Link in der Beschreibung. Diese Gefahren gelten aber auch für euch. Instagram, TikTok, Spotify, das sind alles wahnsinnig beliebte Ziele. Klar, es muss nicht unbedingt euer Account sein, der gehackt wird, aber 1000 gehackte Accounts sind 1000 neue Like-Bots für die Hacker und die werden wieder verkauft. Es gibt viele Maschen, aber das ist Thema für zukünftige Videos. Auf was ihr speziell Bock habt, könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare packen. So, also das Ziel bei solchen Angriffen ist es, eure Passwörter auszuspähen, denn immerhin haben sie eure Mails in den meisten Fällen schon. Eventuell wollen sie weitere persönliche Informationen von euch, um euch zu erpressen, etc. Aber was, wenn ich euch sage, dass ich euch hier und jetzt mein Passwort sagen könnte und ihr könntet trotzdem nicht meinen Account übernehmen? Gut, statistisch gesehen habt ihr trotzdem eine Chance, aber dazu nachher mehr, je nachdem welche Methode wir benutzen. Der magische Trick nennt sich 2FA. Google hat die für alle Google-Accounts Anfang des Jahres verpflichtend gemacht. Als einer der ersten Anbieter überhaupt. Seither, so sagt Google, sind die Account-Übernahmen halbiert worden. Halbiert! Das heißt, 50% aller erfolgreichen Hackerangriffe wurden einfach eliminiert. Denn wenn man sich mittlerweile bei Google einloggt, muss man zusätzlich zum Beispiel einen Code eingeben, den man per Mail oder SMS bekommt. Klar, das Passwort kann der Hacker knacken, aber auf die Mail hat er ja erstmal keinen Zugriff. Er kann also nicht den ganzen Account hacken. Cool. Und jetzt komme ich und sage euch, meh, das reicht einfach nicht. Wollt ihr wirklich sicher sein, müsst ihr noch ein kleines bisschen mehr machen. 2FA via SMS. Viele Websites nutzen SMS, um ihre User zu verifizieren. Ihr loggt euch ein, es kommt eine SMS, bei manchen Websites kann man zwar Alternativen einstellen, aber SMS bleibt oftmals eine Option. Looking at you, PayPal.
Das Problem bei der SMS ist folgendes: SMS sind nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Das bedeutet im Klartext, euer Betreiber, im Zweifel die Telekom, kann eure SMS mitlesen. Das hört sich zwar nicht schlimm an, bedeutet aber oft, dass irgendein Mitarbeiter bei der Telekom das mitlesen kann. Oft übrigens auch noch Wochen später. Bisschen unangenehm. Und ratet mal, wer ein furchtbar attraktives Ziel für Hackerangriffe ist. Genau, solche Mitarbeiter. Wenn die gehackt sind, sind 2FA-Codes nichts mehr wert. Klar, da gibt es einige Sicherheitsmechanismen, aber es muss trotzdem nicht sein. Denn in vielen Fällen wird auch eine Firma für das Versenden von solchen SMS beauftragt. Ein besonders berühmtes Beispiel ist da Audi gewesen, die im Sommer gehackt wurden. Ein Hacker hatte Zugriff auf einen Haufen 2FA-Codes, die er einfach so nutzen konnte, um zum Beispiel einige Signal-Accounts zu übernehmen. Und es gibt auch noch einen ganz besonderen Angriff, der hierauf abzielt. Sogenannte SIM-Swapping-Angriffe zielen ausschließlich hierauf ab. Kurz erklärt: Oh, hallo Mr. Telekom-Mitarbeiter-san, mein Name ist Hans-Peter, ich habe meine SIM-Karte leider verloren, könnte ich die bitte wieder haben? Ausweis, den habe ich heute leider nicht dabei, könnte ich vielleicht dieses gefälschte Schreiben nutzen, um mich zu verifizieren? Mein Geburtstag, ja Moment, der ist auf LinkedIn, am 1. März 2037. Cool, danke Mr. Telekom-Mitarbeiter-san. Jetzt kann ich im Namen von Hans-Peter endlich telefonieren gehen. Das nennt sich Social Engineering und ja, es ist eine Gefahr für euch, auch wenn ihr nicht mal was davon mitbekommt. Als wäre das nicht schon genug, basiert SMS auf dem sogenannten Signaling System Number 7, SS7 kurz gesagt. Und das ist einfach by Design ein unsicheres Drecksteil. Ich verlinke euch unten in den Quellen einen Artikel, der da ein bisschen tiefer reingeht. Kurz gesagt, es ist viel zu einfach für Hacker, im kompletten System mitlesen zu können. Ich fasse also zusammen: Betreiber, Firmen, die SMS versenden und auch das ganze Netz bieten keinen wirklichen Schutz vor Mitlesern. SIM-Swapping-Angriffe sind ebenso leicht durchzuführen. Es ist also immer noch besser, als keinen zweiten Faktor zu haben, denn die Hacker müssen mehr Arbeit reinstecken, aber so viel mehr Arbeit ist es halt dann doch nicht. Wenn es jemand auf euch abgesehen hat, kriegt er euch mit 2FA via SMS. Es ist also Zeit für etwas anderes. 2FA via E-Mail. E-Mails können nicht so leicht mitgelesen werden, oder? Naja, nicht ganz so leicht, aber doch. Auch E-Mails sind unverschlüsselt. Demnach kann hier statt dem Telekom-Mitarbeiter der E-Mail-Betreiber eure Mails mitlesen. Ist das jetzt Gmail und ihr wollt euer Google-Konto absichern, mag das egal sein. Bei eurem Instagram-Account und einer @testimaily.lul-E-Mail hingegen würde ich das bezweifeln. Tatsächlich haben wir aber ein noch viel lustigeres Problem. Wenn ihr als 2FA eine E-Mail bekommt, wie genau schützt ihr dann euren E-Mail-Account? Ihr könnt euch ja nicht einloggen ohne zweiten Faktor, aber ihr müsst euch einloggen, damit ihr an den zweiten Faktor kommt. Das macht E-Mail irgendwie echt unattraktiv. Der beste Grund, warum ihr Mail aber nicht als zweiten Faktor nutzen solltet, ist dieser hier. Nehmen wir an, jemand hat Zugriff auf euren Mail-Account. Das kann passieren, davon müssen wir einfach ausgehen. Jetzt kann der ja überall, also jedes Konto, das irgendwo registriert ist, anwählen und dort das Passwort zurücksetzen. Und wo kommt das hin? Natürlich zu der Mail. Der Hacker kann also jedes einzelne Passwort umgehen und wenn er Zugriff auf die Mail hat, kriegt er auch noch den zweiten Faktor direkt an dieselbe Adresse geschickt. Der ist also exakt gar nichts wert in diesem Szenario. Er macht damit also eure E-Mail-Adresse zu einem sogenannten Single Point of Failure. Wenn die übernommen ist, seid ihr komplett ruiniert. Das möchte man, glaube ich, vermeiden. Dennoch auch hier, E-Mail 2FA ist besser als keine 2FA. Wenn ihr keine 2FA habt, ist auch jedes Konto dran, sobald eure E-Mail übernommen wird. Apps. Langsam wird's besser. Es gibt 2FA-Apps für euer Smartphone von einem ganzen Haufen Anbieter. Die 3 berühmtesten Anbieter sind der Google Authenticator, Authy und der Microsoft Authenticator. Sie alle funktionieren aber so. Ihr sagt auf der Webseite, ihr wollt 2FA aktivieren, zum Beispiel bei meiner Academy, um Informatik zu lernen. Link in der Beschreibung. Dort bekommt ihr einen QR-Code angezeigt. Den scannt ihr mit der App ab und schon habt ihr es eingerichtet. Technisch passiert Folgendes. Sowohl bei der Website als auch in der App ist nun ein Code hinterlegt. Dieser Code wird mit der aktuellen Uhrzeit verwurstet, sodass alle 30 Sekunden ein neuer, häufig 6-stelliger Code angezeigt wird. Aber der Code,
den ihr zum Einrichten benutzt habt, ist bei der Webseite und bei euch in der App derselbe. Das wird nachher nochmal wichtig. Jetzt macht es erstmal keinen großen Unterschied, welche App ihr nutzt, aber es gibt ein paar kleine Feinheiten. Hier ein kurzer Vergleich der wichtigsten Apps plus ein paar meiner persönlichen Empfehlungen. Der Google Authenticator. Der Google Authenticator ist so ziemlich eine Art Baseline. Viele Websites nutzen einfach den Standard von Google für 2FA, weil es war der erste. Das sind 6 Ziffern und alle 30 Sekunden ein neuer Code und das ist auch sicher. Könnte man natürlich auch ein bisschen anders machen, aber hier once more, Google hat das Ding als Standard definiert, weil eben Google Vorreiter war. Der Google Authenticator ist relativ schlank. Andere würden sagen, es fehlen Features. Ihr könnt keine Accounts direkt verknüpfen und ihr könnt eure Konten nicht über mehrere Geräte hinweg synchronisieren. Fairerweise sind aber solche Features auch immer ein Sicherheitsrisiko. Was, wenn sich zum Beispiel jemand Zugriff auf das Sharing bei euch erschleicht? Das muss also jeder selbst beurteilen, ob ihr das wollt oder nicht. Accounts können allerdings nicht richtig in einem Backup gespeichert werden. Es gibt nur QR-Codes, die ihr zum Übertragen nutzen könnt. Verliert ihr euer Gerät und habt die Zeitcodes, die QR-Codes oder die Backup-Codes nicht, habt ihr ein Problem. Es gab einige Diskussionen über die Privatsphäre vom Google Authenticator. Da gibt es viele Spekulationen. Die Tatsache ist, man müsste das jetzt richtig analysieren, aber das hat, soweit ich das gesehen habe, kaum jemand wirklich gemacht. Der Code ist nicht mehr Open Source. Es gibt 2 Jahre alten Code des Google Authenticators, aber das ist sicher nicht das, was ihr wirklich bekommt, wenn ihr ihn aus dem Play Store runterladet. Alles in allem, der Google Authenticator ist okayisch, aber nicht gut. Es gibt einfach Besseres. Auth. Nach dem Hack von Auth waren viele ängstlich und skeptisch, aber tatsächlich ist da nichts passiert mit den 2FA-Codes. Denn die Codes, die ihr bei euch über App 2FA packt, die werden natürlich nicht an Auth geschickt und das ist auch wirklich wichtig und gut so. Das heißt aber nicht, dass die Authenticator-App so gut ist. Sie ist aber ein wahres Feature-Monster. Eure Konten werden über mehrere Geräte hinweg synchronisiert und Auth unterstützt wirklich einige Websites, die ihr direkt zum Login benutzen könnt. Auth unterstützt nicht nur einige Passwortmanager direkt, sondern auch Kryptowährungen. Das alles muss man nicht mögen. Wirklich gut ist aber, dass sie verschlüsselte Backups haben. Das heißt, ihr könnt die einfach speichern und trotzdem müsst ihr immer ein Passwort eingeben, das ihr euch halt merken müsst. Euer Handy geht kaputt? Kein Problem. Ich würde hier noch mehr ins Detail gehen, aber ich spare es mir an der Stelle, denn ich empfehle auch Auth nicht. In der Datenschutzerklärung steht nämlich Folgendes quasi übersetzt drin. Sie speichern eure Handynummer, Gerät und E-Mail. Wenn eine Anwendung, die Auth direkt unterstützt, genutzt wird, wird gespeichert, wo ihr euch einloggt. Daten werden mit Drittanbietern geteilt. Daten werden in die USA übertragen. Es steht noch mehr drin, aber ich glaube, das reicht mir, dass ich Nope sage. Der Microsoft Authenticator. Eine weitere sehr beliebte App, der Microsoft Authenticator. Kann alles, was der klassische Google Authenticator kann. Dazu kann man sich passwortlos in den Microsoft Apps anmelden. Also sowas wie Office 365 oder OneDrive. Besonders cool, zertifikatbasierter Login wird unterstützt. Das unterscheidet sich insofern, dass nicht derselbe Zahlencode auf dem Server und bei euch liegt, sondern der Server hat nur etwas Öffentliches und ihr habt was Privates. Das ist quasi ein deutliches Plus bei der Security. Unterstützen aber wenige, kommen wir aber nachher auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf zurück. An sich, wenn man kein starker Microsoft-Nutzer ist, bringt die App aber wenig Vorteile gegenüber dem Google Authenticator. Sie ist genauso wie der Google Authenticator nicht Open Source und damit insgesamt nur bedingt vertrauenserweckend. AndOTP und FreeOTP. AndOTP hat alles. Braucht quasi keine Berechtigung auf eurem Smartphone, hat keine Tracker, ist Open Source und damit vertrauenswürdig. Es funktioniert und hat im Gegensatz zu Auth keine potenziell gefährlichen Features und im Gegensatz zu Google auch eine Unterstützung für verschlüsselte Backups. Großartig! Es gibt sogar einen Panic-Button, der alle Codes sofort löscht und man kann die Codes per Default verdecken, sodass sie nicht einfach gesehen werden können. Was sich zu schön anhört, um wahr zu sein, hat 2 Nachteile. Erstens, nicht auf iOS, also gar nicht. Und zweitens, seit 1,5 Jahren keine Updates mehr. Da wo der Code liegt, heißt es offiziell unmaintained. Der Entwickler Flocke hat leider einfach keine Zeit mehr nach dem Studium. Daher leider auch hier keine Empfehlung. Dasselbe gilt übrigens auch für FreeOTP, das seit 2016, ja richtig gehört, seit 6 Jahren keine Updates mehr bekommt. Passwortmanager 2FA-Apps. Mittlerweile haben auch die meisten größeren Passwortmanager ihre eigene 2FA-App veröffentlicht.
Meinen Passwortmanager-Vergleich verlinke ich euch in der Endcard. Und ja, die meisten haben mittlerweile auch eine gute 2FA-App. Jetzt kann man hier viele Wenns und Abers bringen. Wenn beispielsweise Bitwarden einen Fehler irgendwo in der Implementierung auf dem Server gemacht hat und ein Hacker wieder erwarten alle Passwörter stiehlt, hat er wahrscheinlich am Ende auch Zugriff auf meine 2FA-Tokens. Das ist zwar unfassbar unwahrscheinlich, aber dennoch gibt es das Sprichwort Don't put all eggs in one basket. Wir wollen ja einen zweiten Faktor. Speichern wir also alles in einem, ist das irgendwie nicht so wirklich gegeben, oder? Dennoch sind gerade 3 der Apps wirklich beliebt. LastPass, Bitwarden und KeePass unterstützen alles, was man sich so vorstellt. Sie sind also hier die besten Optionen bislang, aber dennoch nicht ohne Probleme. Aegis. Kommen wir hier zu meinem Favoriten, der mit unter 1 Million Downloads schon fast als Underdog gilt. Aegis Authenticator. Aegis ist kostenlos, Open Source und letzte Woche aktualisiert worden. Das sind schon mal 90% meiner bisherigen Kritikpunkte eliminiert. Scheint ja gar nicht so schwer zu sein. Aegis bietet aber auch einen wahnsinnig leichten Umstieg aus zig Quellen. Also falls ihr umsteigen wollt, die Liste der unterstützten anderen ist lang, von denen ihr importieren könnt. Man kann ihn biometrisch entsperren. Er macht automatische, verschlüsselte Backups in die Cloud, was übrigens auch eine Nextcloud sein kann, aber Clouds sind nochmal ein Thema für ein anderes Video. Übrigens ist Aegis sogar im F-Droid Store zu finden. Ich habe hier wirklich nichts zu meckern, außer dass die App überhaupt nicht für iOS zur Verfügung steht. Es gibt aber eines, das noch besser ist. Und das ist nicht nur 2FA, das ist sogar noch besser als App-basierter 2FA und versprochen, diesmal auch für iOS verfügbar. Security Keys. Okay, hier gucken wir einmal eben zur Spitze. Zum Besten der Besten. Dazu aber ein kurzer Abstecher. Ich habe euch schon gesagt, bei der App liegen bei der Webseite und in eurer App derselbe Code. Ich habe das sogar mal in einem Python-Tutorial auf meinem anderen Kanal gezeigt. Das Problem, das daraus resultiert, ist aber folgendes. Wenn jemand diesen Code hat, zum Beispiel indem er euren Bildschirm abgefilmt hat, kann er 2FA umgehen. Zugegeben, das ist wirklich nicht leicht und euer Passwort braucht er ja auch noch. Aber es ist nicht unmöglich. Wie gesagt, wir sind hier bei der Spitze der Spitzen, okay? Nehmen wir also an, jemand hackt euer Handy. Naja, das reicht meist nicht. Versucht mal von eurer App einen Screenshot zu machen, der sollte eigentlich immer schwarz sein. Hat er aber beispielsweise die Website gehackt, könnte er euren Code extrahieren. Oder aber er nutzt spezielles Phishing, das die Website im Browser nachmodelliert. Oder aber er kann wie gesagt euren Bildschirm filmen, während ihr es einrichtet. Für solche Fälle gibt es eigentlich asymmetrische Kryptographie. Oh, ich habe das böse K-Wort wieder gesagt, richtig? Lasst es mich so ausdrücken. Ihr habt ein Geheimnis, das nur ihr kennt. Eine unfälschbare Unterschrift, die wirklich nur ihr machen könnt. Die Website bittet euch dann, ein Formular zu unterschreiben. Nur mit eurem Geheimnis geht das. Anschließend schickt ihr das zurück und die Website kann schauen, ob die Unterschrift stimmt. Völlig ohne euer Geheimnis zu kennen, nämlich mit diesem öffentlichen Ding, das ihr hinterlegt habt. Stimmt es, seid ihr drin. Und genau das machen diese Dinger hier. Security Keys sind so das obere Ende von allem. Aber die Website muss das natürlich unterstützen. Und daran scheitert es momentan leider noch fast immer. Google oder Microsoft haben diese Funktion, aber auch wir in der Bootstrap Academy haben die noch nicht. Das dauert, die zu bauen, aber wenn es das gibt, dann ist es das Beste, was es aktuell gibt. Einen Haken gibt es. Diese Sticks kosten Geld und ihr braucht 2 dafür. Einen unbedingt für Backup. Ein paar verschenke ich bei unserem Weihnachtsquiz im Stream auf Twitch, also nächste Woche Freitag. Schaut da also auf jeden Fall vorbei. Mehr Infos in der Beschreibung. Alles in allem ist das unschön, vor allem weil sie so selten unterstützt werden. Noch, denn es werden ständig mehr. Aber auch bis da habe ich die perfekte Empfehlung für euch und damit gehen wir wieder eine Stufe weiter runter zur App 2FA. Denn ihr könnt bei euch die ganzen Codes verschlüsselt speichern. Das schützt zumindest eine Ebene ein bisschen besser ab. Mit beispielsweise dem Yubico Authenticator. Yubico macht unter anderem auch diese ganzen Security Keys, die ich immer wieder empfehle. Das Video ist nicht gesponsert von Yubico, das will ich einmal kurz dazu sagen. Auch Google macht mit ihren Titans solche Keys. Yubico hat allerdings die Authenticator App für iOS und Android, aber auch für Linux, Mac und Windows. Und darin speichert ihr wie bislang auch immer alle Codes, die eben diese 2FA-Codes erstellen. Allerdings verschlüsselt. Entschlüsselt werden sie erst dann, wenn ihr die App öffnet und euren Security Key an den NFC-Chip legt.
Dann bekommt ihr den zweiten Faktor, den ihr bei der Website eingeben könnt. Das ist ein zusätzlicher Schritt und man muss immer den Schlüssel dabei haben. Ich persönlich finde es aber sehr gut. Die App wird übrigens auch noch gewartet und kann soweit alles, was es braucht. Leider finde ich das Setup immer noch nicht besonders intuitiv. Fazit: Das perfekte 2FA-Tool existiert also somit nicht. Am besten wäre es für mich, wenn jede Website Security Keys und damit das Protokoll FIDO unterstützen würde. Aber das ist leider nicht so, denn die Entwicklungskosten sind hoch. In unserer Academy sind wir auch dran, aber es gibt auch bei uns gerade einfach dringendere Bugs. Was wir aber haben, ist normales 2FA per App. Und hierfür wäre mein Wunsch Aegis, aber mit Security Key Support. Das wäre schon ziemlich hammer. Solange kann man sich entscheiden, ob man den Yubico Authenticator für das Plus in Security nutzt oder Aegis, das intuitiver mit höherer Nutzbarkeit und vollkommen ohne Kosten daherkommt. Aber hier nochmal das ganze Ranking in der Reihenfolge vom Besten zum Schlechtesten. Aber auch mit Security Keys fühlt euch bitte nicht zu sicher. Ein Trojaner auf eurem System kann euch immer noch massiv schaden und dazu in einem anderen Video mehr. Aber an der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz betonen, wir brauchen dringend ITler, die solche Lösungen bei den Firmen einbauen, in ihre Websites, aber auch in die Services, die innerhalb des Unternehmens genutzt werden. Wenn ich mir das zum Großteil ansehe, könnte ich weinen. Mir bleibt buchstäblich regelmäßig das Gesicht stehen, wenn ich Freunden oder Familie zuhöre, wie das bei ihnen so läuft. Und ja, dazu brauchen wir Informatiker. Ich darf an dieser Stelle deshalb nochmal ganz kurz auf den Sponsor unseres Videos heute aufmerksam machen. Bei Get-in-IT könnt ihr wahnsinnig einfach einen Job als ITler finden und dort dann hoffentlich die Security-Unterstützung machen. Get-in-IT bietet euch aber nicht nur eine Plattform, sondern auch eine Online-Jobmesse mit zahlreichen Unternehmen und Live-Sessions, die Job.io. Da die Jobmessen thematisch immer unterschiedlich sind, könnt ihr schon jetzt die nächsten Messen sehen und euch anmelden. Das ist am 26.01. im Bereich Softwareentwicklung, wo auch ich als Speaker dabei sein werde. Gratis dabei für euch ein Lebenslaufcheck und die Möglichkeit, mit den Unternehmen zu Videochatten. Registriert euch direkt mit dem Link in der Beschreibung. Teilnahme für euch ist kostenlos. Ich freue mich auf euch. Bis bald.